und Namaste. Willkommen zu Tag 2 unseres Reiter-Specials. Heute heißt es Aufsitzen. Wir machen Übungen für eine lockere Hüfte und einen sicheren Sitz. Also, hop over the mat und los geht das. So, meine Lieben, an Tag 2 beginnen wir gleich im Squat, um unsere Hüften aufzudehnen, damit sie schön weich werden. Also öffne deine Füße etwas mehr als hüftbreit, dreh deine Zehenspitzen leicht nach außen, bring die Hände vors Herz, nimm einen tiefen Atemzug ein. Und beim Ausatmen gehst du langsam mit deinem Gesäß tief. Deine Knie beugen sich. Lass deinen Rücken so gerade wie möglich. Und wenn du angekommen bist, bringst du deine Hände zum Boden und schaukelst etwas hin und her, um dich erstmal in diese Position einzugewöhnen. Und dann komm in die Mitte und lass deine Hände ein Stück weit nach vorn krabbeln und dann zieh dein Kinn zur Brust, dehne den Rücken etwas auf, werde rund. Wunderbar, komm zurück. Bring eine Hand vor dich aufgestellt und die andere hinter dich, so dass du ins Sitzen kommen kannst. Und dann leg dich erstmal auf dem Rücken ab. Streck dein linkes Bein aus, zieh dein rechtes Knie zur Brust und dann bring es einmal von innen nach außen, lass es kreisen. 3-mal. Ein letztes Mal. Dann wechsel die Beine, zieh dein linkes Knie zur Brust, streck dein rechtes Bein aus und auch das lassen wir 3-mal von außen nach innen kreisen. Super. Dann winkel beide Knie an, umfass deine Kniescheiben, lass die Beine leicht nach vorn fallen, die Unterschenkel sind ganz entspannt. Und dann kreisen wir auch hier 3-mal von innen nach außen. Ganz langsam und vorsichtig. Wie gesagt, die Unterschenkel sind ganz locker und entspannt. Und dann wechsel einmal die Richtung. Wunderbar. Dann schieb deine Füße nach oben zum Himmel. Wir kommen in das Happy Baby. Und dann bringst du deine Hände dorthin, wo es sich gut anfühlt für dich. Also entweder an deinen Unterschenkeln oder vielleicht kannst du deine Füße umfassen oder du möchtest mit den 2 Peacefingern deine großen Zehen umfassen. Ziel ist es, deine Oberschenkel zum Oberkörper gezogen werden und deine Hüften geöffnet werden. Die Fußunterseiten zeigen nach oben. Halte hier kurz. Noch einen Atemzug. Löse auf, stell deine Beine auf. Dehnen unsere Hüfte jetzt in die andere Richtung. Bring deine Fersen, soweit es geht, zum Po heran. Dein gesamter Rücken liegt auf dem Boden auf. Das heißt, du kippst dein Becken einmal zum Körper hin. Deine Hände pressen fest in die Matte. Und dann atme ein. Und während du einatmest, löst du langsam deinen unteren Rücken vom Boden und kommst Wirbel für Wirbel in die Brücke. Deine
Innenschenkel ziehen zueinander. Deine Brust zieht zu deinem Kinn und dein Kinn zieht zum Himmel, damit dein Nacken ganz entspannt auf der Matte liegen kann. Halte kurz. Bei jedem Einatmen zieh deine Hüfte noch ein Stückchen weiter nach oben. Und beim nächsten Ausatmen rollst du langsam Wirbel für Wirbel wieder zur Matte. Lass uns noch ein bisschen deine Wirbelsäule massieren. Wir atmen ein, lösen unsere Hüfte vom Boden, kommen wieder in die Brücke und bringen gleichzeitig unsere Arme gestreckt nach oben. Ausatmen, senke wieder ab. Einatmen, roll langsam wieder nach oben. Ausatmen, senke ab. Ein letztes Mal. Einatmen, komm langsam nach oben. Ausatmen, senke ab. Wunderbar. Bring deine Knie zur Brust. Umfasse sie in den Kniekehlen. Roll einmal nach hinten und komm nach vorn in den Schneidersitz. Von hier aus kommst du nach vorn in den Vierfüßler und dann in den herabschauenden Hund. Trete auf der Stelle. Und dann komm in kleinen Babyschritten nach vorn an den Mattenanfang, in die ganze Vorbeuge. Bring deine Füße richtig zusammen. Nur ein kleiner Spalt ist zwischen deinen Fersen und komm in die ganze Vorbeuge. Dann beuge deine Beine und komme von hier aus in den Stuhl. Das heißt, du löst deine Fingerspitzen vom Boden, atmest ein, bringst Arme und Oberkörper in eine Linie. Dein Blick geht nach vorn und du sitzt tief in deinem Stuhl. Presst die Innenschenkel zueinander, halte kurz. Und beim nächsten Ausatmen gehe wieder tief, ganze Vorbeuge. Da tritt zurück in einen tiefen Ausfallschritt. Dehne deine Hüfte auf, schaukel ein bisschen vor und zurück. Und dann strecke dein vorderes Bein und komm in eine Variation des Dreiecks. Deine hintere Ferse ist vom Boden gelöst, dein Rücken ist gerade. Wenn du tiefer gehen willst, dann zieh beim nächsten Ausatmen deine Stirn zum Knie. Dann hebe deinen Oberkörper wieder an, dreh deinen vorderen Fuß nach innen, nimm auch deinen hinteren Fuß mit, komm in die ganze Vorbeuge mit weit geöffneten Beinen. Stell erstmal deine Hände auf, dein Rücken ist gerade. Deine Zehenspitzen sind weiter nach innen ausgerichtet als deine Fersen. So schützt du deine Knie. Lass eine kleine Beugung in deinen Knien, damit du nicht überdehnst. Und beim nächsten Ausatmen lässt du deinen Oberkörper einfach hängen. Du kannst jederzeit den Boden mit Hilfe deiner Schabracke oder einer Decke ein Stück näher zu dir heranbringen. Willst du noch ein kleines Stück tiefer gehen, setz deine Hände direkt zwischen deinen Füßen auf und zieh deinen Oberkörper noch etwas nach unten. Dann löse auf, komm mit deinen Händen wieder nach vorn. Hol deine Fersen nach innen. Bring deine Hände zu deinen Hüften. Richte dich gerade auf. Beim nächsten Ausatmen beugst du deine Beine und wir kommen in die Pose der Göttin.
Und hier dehnen wir unsere Arme und bewegen unsere Hüften. Bring deine Arme gestreckt nach außen und dann führst du deinen rechten Arm unter deinen linken Arm. Und dann ziehst du entweder die Rückseiten deiner Hände zueinander für eine Schulterdehnung oder du bringst die Handflächen zusammen in die sogenannten Adlerarme. Und hier beginnen wir, unser Becken nach vorn zu kippen und wieder nach hinten. Sei stark in deinen Beinen, die Füße sind fest verwurzelt. Wunderbar, löse auf. Komm einmal nach oben, streck die Beine, mach dich lang. Und dann setze dich wieder tief. Bring deinen linken Arm unter deinen rechten und dann zieh wieder die die Rückflächen deiner Hand zueinander oder bring die Handflächen zueinander. Die Schultern ziehen nach hinten unten und jetzt bewegen wir unsere Hüfte von links nach rechts und umgekehrt. Wunderbar, löse auf, zieh dich nochmal in die Länge und dann bring die Fersen wieder hinter deine Fußspitzen und geh noch einmal tief in die ganze Vorbeuge. Wunderbar. Und dann kommen wir ans Mattenende in den tiefen Ausfallschritt. Das heißt, dein linker Fuß dreht sich jetzt zum Mattenende, dein rechter Fuß kommt mit, tiefer Ausfallschritt. Und dann kommst du in mehreren kleinen oder einem großen wieder nach vorne in die ganze Vorbeuge. Und dann bring deine Füße wieder zusammen. Und gehe einmal tief in deine Vorbeuge hinein. Dann beuge deine Beine und auf dieser Seite kommen wir auch in den Stuhl. Deine Arme gehen nach unten und dann nach vorn oben. Sitze tief, presse deine Innenschenkel zueinander. Und beim nächsten Ausatmen komm wieder in die ganze Vorbeuge. Tritt mit deinem rechten Fuß zurück in den tiefen Ausfallschritt. Schaukel wieder etwas hin und her. Und dann streck dein vorderes Bein und komme wieder in das Dreieck. Bleibe hier oder geh etwas tiefer und zieh deine Stirn Richtung Knie. Richte den Oberkörper wieder nach vorne auf. Und dann dreh deinen vorderen Fuß nach innen. Komm wieder in die ganze Vorbeuge mit weit geöffneten Beinen. Diesmal bring vielleicht die Hände zu deinen Knöcheln und dann beuge deine Arme und zieh deinen Oberkörper nach unten. Komm wieder zur Mitte zurück, auf deine Hände, dann zieh deine Fersen nach innen, bring deine Hände zu deinen Hüften, roll dich nach oben auf. Auch hier gehen wir nochmal in die Göttin. Also beuge deine Beine, bring dein Gesäß tief, bring die Hände hinter deinem Rücken zusammen, verschränke sie und dann zieh deine Schultern nach hinten unten, zieh die Schulterblätter zueinander hin und gleichzeitig lassen wir jetzt unsere Hüfte 3-mal nach links kreisen. Und 3-mal in die andere Richtung.
nach rechts wäre das dann. Wunderbar. Komm in die Mitte zurück. Dehn dich nochmal auf. Dann löse auf. Streck deine Beine. Mach dich lang. Wunderbar. Und dann komm von hier aus in einen tiefen Ausfallschritt zum Mattenanfang. Lege dein Knie ab. Bring dein anderes Knie dazu. Deinen Po zu den Fersen und mach dich einmal zu einem kleinen Paket in der Pose des Kindes. Deine Schultern sind ganz entspannt. Deine Stirn kannst du zur Matte bringen. Nimm noch ein paar tiefe Atemzüge hier. Und beim nächsten Einatmen rollst du dich in den Fersensitz auf und kommst über die Seite in den Schneidersitz. Sitze aufrecht, dein Kopf ist über deinem Herz und dein Herz ist über deinem Becken. Atme ein, bring die Arme gestreckt nach oben und ausatme, dreh dich einmal zur rechten Seite hin, bring deine linke Hand auf dein rechtes Knie, deine rechte Hand stellst du hinter dir auf, sitzt aufrecht und dann gehst du in eine kleine Drehung hinein. Es muss nicht tief sein. Atme ein. Zieh die Arme nochmal über den Kopf, mach dich lang und ausatmen. Kommen wir einmal zur linken Seite. Rechte Hand, linkes Knie, linke Hand hinter dir aufgestellt. Zieh dich in die Länge. Ups. Und dann geh in eine kleine Drehung hinein. Atme ein. Zieh dich lang und ausatmen. Bring die Hände vors Herz. Schön, dass du wieder dabei warst an Tag 2. Ich wünsche dir noch einen wunderbaren Tag. Rudi und Enno wünschen dir das auch. Und dann sehen wir uns morgen zu Tag 3. Namaste.